Hallo Leute, in diesem Video zeige ich dir, welche Lokomotiven voraussichtlich im Mai 2026 von Märklin ausgeliefert werden. Außerdem gibt es interessante Informationen zu den einzelnen Lokomotiven. Mein Highlight in diesem Monat ist die Elektrolokomotive der Baureihe E94. Los geht's! Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen bei den Dachbodenmodellbahnern. Ich bin Ralf und ich zeige dir die Märklin H0 Neuheiten von Mai 2026. Es sind diesmal 3 Neuheiten. Bevor wir hier loslegen, möchte ich zuerst allen Zuschauern dieses Kanals Danke sagen. Danke an die regelmäßigen und neuen Zuschauer dieses Kanals. Danke für die zahlreichen und oft ausführlichen Kommentare, die ich sehr gerne lese. Meine Erwartungen an dieser regelmäßigen Neuheiten-Videoreihe wurden weit übertroffen. Vielen herzlichen Dank. Jetzt starten wir direkt durch mit der Märklin Start-up Diesellokomotive DHG 500. Grundlage dieser Lokomotive ist die Henschel DHG 500C und ist eine dreiachsige dieselhydraulische Rangierlokomotive, die von den Henschel-Werken von 1963 bis 1976 gebaut wurde. Sie wurde für den schweren Werksdienst in Industriebetrieben wie der Montanindustrie entwickelt und war mit einem 500 PS starken Dieselmotor ausgestattet. Ein Wendegetriebe konnte die Fahrtrichtung umschalten und das zweistufige Getriebe erlaubte Geschwindigkeiten von 30 und 60 Stundenkilometer. Die mittlere Achse war verschiebbar, was die Befahrung von Radien von bis zu 50 Metern ermöglichte. Die Lokomotiven dieser Baureihe sind auch heute noch bei einigen Unternehmen im Einsatz. 2 Lokomotiven können im Museum besichtigt werden, eine im Eisenbahnmuseum Henrichshütte in Hattingen und eine im Eisenbahnmuseum Bochum. Das Modell zeigt die Henschel-Lokomotive in einer fiktiven verkehrsroten Ausführung der DB Cargo der Epoche 6. Sie ist preiswert und besitzt fahrtrichtungsabhängiges Licht sowie Geräuschelektronik. Eine Achse wird über einen Spezialmotor angetrieben. Die Länge über Puffer beträgt 11,2 cm. Als nächstes geht es um die Dampflokomotive 284 Berkshire. Die Berkshire Dampflokomotive mit der Achsfolge 284 ist eine echte Legende der amerikanischen Eisenbahngeschichte. Sie markierte den Übergang von reiner Kraft hin zu Kraft plus Geschwindigkeit, ein Konzept, das als Super Power Steam bekannt wurde. Die Berkshire wurde Mitte der 1920er Jahre von der Lima Locomotive Works entwickelt. Das Ziel war es, die Schwächen der älteren 284 Mikado zu beheben. Die Mikado hatte zwar viel Zugkraft, aber bei hohen Geschwindigkeiten ging ihr sprichwörtlich die Puste aus, weil der Feuerkasten nicht groß genug war. Die Lösung? Man fügte eine zweiachsige Nachlaufachse für das hintere Drehgestell hinzu. Dies erlaubte einen massiv größeren Feuerkasten, der direkt über diesen Achsen saß. Dadurch konnte mehr Dampf produziert und die Leistung sowie die Geschwindigkeit stark erhöht werden. Sie hatte eine Leistung von bis zu 4000 PS und fuhr bis zu 110 Stundenkilometer schnell. Das Modell zeigt die Dampflokomotive mit der Achsfolge 284 Berkshire der Southern Pacific in tiefschwarzer Grundfarbgebung im Betriebszustand zwischen 1945 und 1950. Es handelt sich dabei um eine von 25 gebauten Lokomotiven mit dem markanten Coffin-Vorwärmer. Highlights sind komplette Neukonstruktion, besonders filigrane Metallkonstruktion, viele separate angesetzte Details, serienmäßiger Raucheinsatz mit geschwindigkeitsabhängigen dynamischen Rauchstoß, Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar, Lokführer und Heizerfigur im Führerstand sitzend, mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen. Außerdem verstellbare Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lokomotive und Tender. Am Tender befindet sich eine Kinematik geführte Kurzkupplung. Rohrleitungen für den Bereich unterhalb des Führerhauses liegen als separat ansteckbare Teile bei. Als passender Wagen verweist Märklin auf das Güterwagenset Southern Pacific mit der Artikelnummer 45667 und dem Begleitwagen Southern Pacific mit Artikelnummer 45707. Jetzt kommen wir zur Elektrolokomotive der Baureihe E94. Die Baureihe E94, später als 194 bezeichnet, war eine der markantesten Erscheinungen auf deutschen Schienen und wird von Eisenbahnfreunden ehrfürchtig als deutsches Krokodil bezeichnet. In der DDR nannte man sie wegen ihrer massiven, unzerstörbaren Art oft auch Eisenschwein. Ab 1940 wurde sie als schwere Güterzuglokomotive entwickelt. Sie galt als Kriegslokomotive, weil sie trotz Materialknappheit für den kriegswichtigen Transport weitergebaut wurde. Da sie so enorm leistungsstark war, ließen sowohl die Deutsche Bundesbahn als auch die österreichischen Bundesbahnen in den 1950er Jahren noch Maschinen nachbauen. Die Baureihe E94 wurde für das Bewältigen schwerster Lasten auf steilen Rampen wie der Geistlinger Steige gebaut.
Mit einer Leistung von ca. 3300 Kilowatt war sie 90 Stundenkilometer schnell. Das Modell zeigt die schwere Güterzug-Elektrokomotive der Baureihe E94 der Deutschen Bundesbahn in chrom-oxidgrüner Grundfarbgebung mit schwarzem Rahmen und Fahrwerk, mit Dachverlängerung und 6 Sandkästen je Seite. Die Lokomotive befindet sich im Betriebszustand um 1964. Highlights sind: klassische Ausführung des deutschen Krokodils, besonders filigrane Metallausführung, vorbildgerechte Formänderungen im Bereich des Daches und der Vorbauten, Anfahrlampen digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar und mit Pufferspeicher. Die Führerstände und der Maschinenraum besitzen Relief-Inneneinrichtungen. Ansteckbare Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen separat bei. Die Länge über Puffer beträgt 21,4 cm. So, das war's mit diesem Neuheitenvideo von Mai 2026. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und dass Märklin wie geplant die Lokomotiven rechtzeitig ausliefern kann. Mach's gut, dein Kanal, die Dachbodenmodellbahner.